Direkt der nächste Hammer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Es gibt schon wieder ein Unboxing heute. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich hätte zu viel Geld und deswegen würden so viele Sachen im Moment ankommen bei mir. Nein, es liegt daran, dass ich heute ein Päckchen bekommen habe aus einem Tausch, der mit einem Sammler aus Kolumbien stattfand. Und der war praktisch schon ein ganzes Jahr lang geplant. Da hat sich dann natürlich auch einiges in der Zeit angesammelt. Es lag im Endeffekt an der Corona-Pandemie, dass es so lange einfach nicht möglich war, Päckchen von Deutschland nach Kolumbien und umgekehrt zu schicken. Und das ist jetzt wirklich nach einem Jahr Wartezeit im Endeffekt diese Woche angekommen. Und ich bin gerade total aufgeregt, das zu öffnen. Da sind nämlich ein paar richtig, richtig coole Sachen drin. Und was das genau ist, das wollen wir jetzt mal zusammen sehen. Das ist wirklich ein besonderer Moment jetzt für mich. Das Päckchen wurde vom Zoll geöffnet, deswegen ist hier so Klebeband mit so einer Beschriftung. Ich hoffe mal, dass die nichts kaputt gemacht haben. Ich hatte einmal den Fall, dass die eine noch eingeschweißte CD aufgemacht haben beim Zoll. Da war ich richtig sauer, aber diesmal war nichts Eingeschweißtes drin. Das heißt, die Gefahr besteht eher nicht. Ist auf jeden Fall gut eingepackt hier. Hier haben wir die erste Sache. Boah, das ist echt gerade ein total besonderer Moment, das in der Hand zu halten. Ja, es ist eine Bettschallplatte und ihr seht es hier unten an diesem aufgedruckten Sticker. Das ist eine ganz, ganz besondere Version, nämlich eine, die Todo mi amor eres tú enthält, also I just can't stop loving you auf Spanisch. Und so eine Schallplatte, die tatsächlich auch 1987 erschienen ist, also nicht irgendwie 2001 als Special Edition, ist auf Vinyl wirklich nur in Kolumbien erschienen, was das natürlich total besonders macht. Ich hole mal die Platte raus. Hier. Ups, einmal umdrehen. Das Label. Da seht ihr auch, als erster Track ist da Todo mi amor eres tú. Und ich sehe gerade, die ist echt in einem Top-Zustand. Die lateinamerikanischen Pressungen, die kommen ganz oft in einem sehr schlechten Zustand. Aber die ist jetzt wirklich super. Der Vollständigkeit halber kriegt ihr nochmal die Rückseite zu sehen. Auch da seht ihr Todo mi amor eres tú auf der A-Seite als erster Track im Duett mit Cida Gavit. Wirklich was Besonderes und auch wirklich selten zu finden. Jetzt ist sie aus Platzgründen in dem Plattencover direkt der nächste Hammer, nämlich eine Todo mi amor eres tú Promo-Single, auch aus Kolumbien, die ich tatsächlich als Geschenk dazu bekommen habe. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Also, wenn jemand von euch mir was schenken möchte, das ist schon genau die richtige Richtung. Über sowas freue ich mich sehr. Das ist hier noch in so einer Plastikhülle verpackt. Ich muss mal hier dieses Tesafilm hier unten lösen. Diese Single, die konnte man in Kolumbien bekommen, wenn man das Bad-Album gekauft hat, irgendwie in der ersten Pressung. Die Labels, ich halte es schon wieder falsch rum, sehen jetzt nicht so besonders aus, oder vielleicht machen sie das auch gerade so ein bisschen besonders, dass die halt kaum bedruckt sind. Hier ist auf beiden Seiten ist hier der Track Todo mi amor eres tú drauf. Das ist wirklich auch was ziemlich Seltenes. Muss man auch recht tief in die Tasche greifen, wenn man das in Europa wohnend bekommen möchte. Und das natürlich gerade als Geschenk zu erhalten, ist natürlich der Hammer. Danke nochmal für dieses Geschenk. Da hast du meinen Geschmack auf jeden Fall sehr gut getroffen. So, dann gucken wir mal weiter. Was wir hier noch so Schönes haben, sind noch einige Sachen. Ein buntes Plattencover, ein generisches
Aber viel interessanter ist natürlich die Schallplatte, die drin ist. Das ist nämlich eine von diesen kolumbianischen Pressungen auf farbigen Vinyl. Nämlich sind hier Don't Stop Till You Get Enough und Rock With You drauf. Und ja, ihr könnt jetzt hier mein Gesicht so ein bisschen dadurch sehen, weil die nur so halbfarbig, halt aber auch durchsichtig sind. Echt geil, oder? Also ich liebe ja generell farbiges Vinyl. Das hier ist dann halt gelb und das hat man ja sowieso relativ selten, das ist ja meistens auch rot und dann jetzt auch noch so halb durchsichtig, wirklich, wirklich sehr cool. Und auch, obwohl die Labels hier so ein bisschen schon mitgenommen sind und hier ist auch ein Name drauf geschrieben, sieht man hier auf der Platte selber echt keine Kratzer. Das ist wirklich ein super Zustand und was man ja auch nicht so oft hat, ist, dass dann noch das äußere Cover auch noch mit dabei ist. Das ist also wirklich super. Machen wir noch mal weiter. Eine weitere kolumbianische Schallplatte. Diesmal die Thriller-Single. Ihr seht hier, wo ist es da? Noch so ein Preis. Das sind natürlich keine US-Dollar, diese 250. Es werden dann kolumbianische Pesos sein. Die Rückseite. Und jetzt hole ich hier nochmal die Platte raus. Die ist ja jetzt nicht in farbigen Vinyl, aber natürlich muss das ja auch nicht immer sein. Aber auf jeden Fall auch was Seltenes, ne? Also die kolumbianischen Sachen, die sind ja alle immer selten, wenn man die in Europa bekommen möchte. Weil, obwohl das ja ein relativ großes Land ist, Kolumbien, die doch immer in einer relativ kleinen Auflage erschienen sind. Und vor allem ist es halt schwierig, die Sachen in einem vernünftigen Zustand zu bekommen. Und es scheint ja so ein bisschen üblich zu sein, dass auf das Plattencover die Besitzer ihren Namen draufschreiben, so mit Edding. Oder auch die Unterschrift von dem Künstler nachmachen und vorne draufschreiben. Das ist natürlich für einen Sammler jetzt gar nicht was man haben möchte. Deswegen ist es natürlich super, dass ich die Sachen jetzt hier auch alle in einem verhältnismäßig guten Zustand bekommen habe. Vielen Dank auch dafür, freue ich mich sehr. Ist eine ganz tolle Schallplatte. Machen wir mal weiter mit einer DVD. Und vielen von euch ist vielleicht gar nicht klar, aber diese ersten Pressungen von den History-DVDs, die noch aus den 90ern oder zumindest Anfang des Jahrtausends sind, die sind auch in Kolumbien erschienen exklusiv. Das könnt ihr hier oben an dem Barcode erkennen, der mit einer 7 beginnt. Das ist halt Kolumbien. Und hier unten in den Credits kann man es auch sehen, dass die Made in Colombia sind. Und obwohl das jetzt, also diese History-DVDs jetzt nicht mein absolut liebstes Sammlerfeld sind, ist es natürlich schon was Tolles, Seltenes. Hier ist nochmal die Disc. Sieht natürlich auch total cool aus. Natürlich schon was Besonderes, sowas aus Kolumbien zu haben. Auch sehr cool. Und hier drin ist jetzt hier noch direkt was weiteres aus Platzgründen hier mit in das Case drin. Und so ist es natürlich dann auch für den Transport gut gesichert. Sind das hier die ganzen Backcover von den CDs, die ich gleich noch auspacke. Dazu aber mehr. Dann zeige ich dir gleich alle vollständig und jetzt nicht von allen einzeln die Backcover und dann noch weiterhin von allen einzeln die CDs. Das ist ja Quatsch. Das mache ich dann nach und nach. Erst nochmal weiter mit einer weiteren DVD. Das ist die andere, von der ich gesprochen habe, die andere History-DVD. Auch kolumbianische Pressung mit der 7 im Barcode. Der stellt sich gerade hier nicht scharf. Ihr könnt es bestimmt ganz gut erahnen. Und hier unten, die Credits könnt ihr jetzt auch nicht lesen. Aber guck mal, was hier so steht. Ja, steht auf jeden Fall Sony Music Entertainment Colombia. Also auch eine kolumbianische Pressung. Und diese von dem History Teil 2, die haben tatsächlich die besondere Eigenschaft, dass die von keiner Seite bedruckt sind, sondern von beiden Seiten abspielbar. Das ist auch so eine Besonderheit von denen. Das ist aber halt nicht nur bei der kolumbianischen, auch bei der europäischen zum Beispiel. So, das nächste. Ja, ihr wisst es bestimmt inzwischen, es gibt kein Video von mir,
wo ihr keine This Is It Version seht. Das hier ist eine aus Mexiko, natürlich auch nicht so leicht zu finden in Europa, aber in Kolumbien halt schon. Deswegen hat er das natürlich super angeboten, dass ich die jetzt auch noch zugeschickt bekommen habe. Sehr cool. Hier auch nochmal die Disc für euch. Meine This Is It Sammlung, die wächst immer weiter, auch dank solcher Tauschgeschäfte, wo ich dann Versionen aus Ländern bekommen kann, zu denen ich sonst einfach keinen Zugang hätte. So, hier sind dann jetzt noch die Frontcovers und ich glaube, da sind auch die Discs mit dabei. Dann machen wir das jetzt mal so auf sehr unkonventionelle Weise. Hier ist ein Number Ones Cover. Sehr schön, auch aufklappbar. Mit den 4 verschiedenen Number Ones Coverbildern. Dann haben wir hier, liegt neben mir, das zugehörige Backcover. Und wenn ich das mal ganz nah hier dran halte, dann könnt ihr es vielleicht erkennen, dass das auch eine kolumbianische Pressung ist. Und wo ein Frontcover und ein Backcover ist, da ist natürlich auch eine Disc. Die ist noch hier drin. Da. Sieht also auch nicht so besonders aus, aber ist es, weil aus Kolumbien und selten. Nächstes Frontcover, das hoch umstrittene Michael-Album, das natürlich deshalb umstritten ist, weil da ja bekanntlich 3 Songs drauf sind, die Michael nicht singt, die den Fans aber so verkauft wurden, dass das Michael wäre, der da singt. Aber ich mag das Cover-Artwork von Michael total gerne. Und ich muss auch sagen, bis auf die 3 Tracks, die halt nicht von Michael gesungen werden, finde ich die anderen Songs halt auch total gut. Deswegen sehe ich da keinen Grund, warum ich da nicht auch die verschiedenen Versionen sammeln könnte. Das Backcover sieht auch nochmal aus. Und auch das ist eine kolumbianische Pressung. Hier nochmal die Disc. Ist jetzt nicht so selten und auch nicht so schwer zu finden. Diese Michael... Ups, der ist mir fast runtergefallen. Diese Michael-CDs, aber auf jeden Fall super cool und noch was Tolles für meine Sammlung. So, jetzt schließen wir nochmal die CDs ab. Fangen wir nochmal mit History an. Das ist nur so ein Einleger, wo die hintere Seite schwarz bedruckt ist, weil diese Version nicht in so einer Doppelbox, wie ihr das gewohnt seid, drin ist, sondern nur in so einem normalen Jewel Case, wo allerdings 2 CDs reinpassen. Gutes Stichwort. Hier sind nämlich die Discs. Muss ich mal so ein bisschen bewegen, damit ihr hier überhaupt die History-Statue da drauf seht. Hier ist die andere. Sind ja immer 2 bei History. Und dann haben wir hier die hintere Seite von dem History-Album. Das hier ist eine Nachpressung. Ich weiß gerade nicht mehr aus welchem Jahr. Das seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Auch aus Kolumbien. Also heute kriegt ihr die volle Ladung Kolumbien. Also ich kriege vor allem heute die volle Ladung Kolumbien, wo ich natürlich total begeistert bin, so viele tolle Sachen heute zu bekommen. So, dann die letzte CD, The Essential. Ist jetzt nicht mein Lieblingsalbum, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, so eine etwas seltenere Pressung zu bekommen. In dem Fall ist es übrigens die mexikanische Pressung, keine kolumbianische. So, hier die andere Disc. Kriegt ihr jetzt hier mal in dieser Hülle. Dann sagt man natürlich nicht Nein. Oder würdet ihr Nein sagen bei einer mexikanischen Pressung von The Essential für wenig Geld bzw. gar kein Geld, weil man es ja tauscht? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich glaube, ihr habt das Backcover noch nicht gesehen. Falls doch, entschuldige ich mich. The Essential aus Mexiko. Ja, ich kann vielleicht dazu sagen, dass der Hintergrund, dass die hier ohne Jewel Cases geschickt wurden, das ist nach Absprache passiert, weil ich hier immer sowieso neue Jewel Cases hier habe. Und weil das jetzt alles keine waren, wo jetzt ein Sony-Logo noch drauf wäre oder wo ein Sticker drauf wäre, habe ich dem natürlich zugestimmt, dass das auch ohne Jewel Cases geschickt werden darf, weil man so natürlich viel Versandkosten sparen kann. Und am Ende des Videos zeige ich euch auch nochmal, wie die CDs dann im Jewel Case aussehen, wenn ich die angebracht habe.
zu guter Letzt nochmal ein Highlight, nämlich die kolumbianische Pressung des Dangerous Albums auf Vinyl. Schwer zu finden auf jeden Fall und natürlich dann auch teuer. Da Dangerous mein Lieblingsalbum von Michael ist, liegt mir das natürlich besonders am Herzen. Deshalb freue ich mich sehr, das jetzt hier in Empfang nehmen zu können. Die Labels sind so in der Mitte geteilt, schwarz und weiß. Ich gucke gerade auch hier mal so nach Kratzern. Ja, geht auf keinen Fall über die Gebrauchsspuren hinaus, die ich auch auf meinen Pressungen habe. Und hier sind auch noch die originalen Innenhüllen dabei, auch wenn die jetzt schon ein bisschen stärker gebraucht wurden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Einstellung ist immer, Vollständigkeit geht auf jeden Fall vor Zustand. Also ich kann sehr gut damit leben, wenn die Sachen, die ich habe, nicht in so einem guten Zustand sind. Ich kann aber nicht damit leben, wenn irgendwas fehlt. Also auch wenn ich zum Beispiel eine japanische CD kaufe, dann ist es in Ordnung, wenn die vielleicht ein paar Kratzer hat. Es ist aber nicht in Ordnung, wenn der Obi-Streifen fehlt. Das geht gar nicht. Da würde ich die sofort verkaufen und mir dann versuchen, die vollständige Version zu angeln. Das letzte, was hier jetzt noch drin ist, ist jetzt eine, habe ich gerade gesehen, noch so eine Botschaft an mich. Die lese ich aber gleich, wenn die Kamera aus ist. Das ist ja eher was Privates und nichts für die Öffentlichkeit. Am Ende dieses Videos möchte ich mich noch zweimal bedanken. Einmal nochmal bei meinem kolumbianischen Sammelfreund. Danke für die viele Geduld, dass das mit der Corona-Pandemie jetzt so lange gedauert hat, bis wir unsere Päckchen durch die Gegend schicken konnten. Ich freue mich wirklich unheimlich über die ganzen Sachen, die ich von dir bekommen habe und insbesondere natürlich auch über das Geschenk, was ja wirklich Wahnsinn ist. Vielen, vielen Dank nochmal. Und mein zweiter Dank, der geht an jeden von euch, der mich abonniert hat zumindest, denn ich habe tatsächlich letzte Woche die 100 Abonnenten geknackt. Meinen Kanal gibt es glaube ich schon seit 2017, also schon über 3 Jahre jetzt und es hat natürlich jetzt ein bisschen gedauert, bis ich die 100 Abonnenten fertig hatte, aber jetzt endlich ist es soweit, ich habe diese magische Marke gebrochen und bin jetzt endlich dreistellig. Vielen, vielen Dank an euch. Auch dafür, dass ihr jetzt dieses Video gesehen habt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das doch noch. Schreibt mir einen Kommentar. Schreibt mir zum Beispiel rein, ob ihr irgendwas aus diesem Video heute auch schon habt oder was davon ihr besonders gerne hättet. Und gebt meinem Video auch einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich nicht nur, sondern das hilft mir auch insofern, dass YouTube meine Videos dann bevorzugt behandelt und ich noch mehr Aufmerksamkeit bekomme, was natürlich schön ist, auch wenn ich die Videos natürlich drehe, weil es mir Spaß macht. Bis zu meinem nächsten Video, was hoffentlich wieder nicht so lange dauert, wie es jetzt zuletzt der Fall war, wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.